Honest Game Trailers. Okay, das möchte ich gucken. Wir schauen da rein. Honest Game Trailers zu Elden Ring. Das interessiert mich jetzt. Und ja, genau. Da schauen wir auf jeden Fall mal rein. Also, wir schauen Honest Game Trailers Elden Ring. Man muss dazu sagen, ich bin ein riesen Elden Ring-Fan. Ich habe es mehrfach durchgespielt. Ich spiele es auch immer noch sehr aktiv. Und ich freue mich riesig auf das DLC. Ich bin sehr gespannt, was da jetzt kommt. Das Video wurde mir vorgeschlagen. Und wir schauen mal rein. Sind hier Elden Ring-Fans? Mal ganz kurz. Vielleicht, wenn jemand da ist und hat Elden Ring gespielt, gerne mal in den Chat. Oder auch in die Kommentare später. Das interessiert mich. Ich bin gespannt, was uns jetzt hier erwartet. Wir gehen rein. Following is rated S for spoilers. Okay, es wurde sich anscheinend mehrfach gewünscht. Oh, geiles Intro. Warum sieht das so kacke aus? Warte mal. Also nicht kacke, Entschuldigung. Rein von der Qualität meinte ich jetzt. Ich dachte, es wäre nicht 1080p. Das Intro ist richtig geil. Retro. Mega. Schönes 8-Bit-Intro. Finde ich geil. Inspired by the mind of George R.R. Martin and the studio that brought us the video game equivalent of waterboarding, comes a new type of Soulsborne experience that changes the series forever with one very important twist. You get a pretty pony. Elden Ring. Achso, ich dachte, weil ich sag mal, der Change zu dem, einer der größten Changes zu der Zeit, da war Sekiro ja, glaube ich, noch nicht draußen, war ja, dass man auch springen konnte in einem Souls-like-Game, Alter. Also vernünftig springen und nicht diesen komischen Sprungmove, der nach vorne geht, sondern einfach auf der Stelle hüpfen kann. War auch eine Neuerung. Ne? Und Open World ist auch eine Neuerung, aber das ist egal. Stand in awe of the expanse that is Elden Ring. As From Software releases their most ambitious Souls game since they called it King's Field, taking the usual sadistic formula out of the traditional series of gated hallways into a vast open world filled to the very brim with every single thing that made you suffer in every previous title. Boah, die waren so asozial, die Viecher, ne? Das wollte ich immer mal machen. Fällt mir gerade ein. Der hat das gerade gesagt, diese Skelette und so, die kann man mit Heilzaubern töten. Finde ich richtig geil, die Idee. Das ist auch schon wieder so eine geile Idee einfach von dem Game. Das wollte ich mal ausprobieren, ob ich da einfach mal einen Heilzauber mitnehme und das mal einfach mal mache. Irgendwie, das ist irgendwie cool. Ich finde die Idee richtig geil. For people who want to complain about the menus or whatever, by finally executing From Software's plan of making everyone get good, whether they want to or not. Boah, das sind die schlimmsten Enemies überhaupt, Alter. Die sind so schrecklich. Und das sind nicht mal Bosse, das sind einfach Zwischengegner. Boah, ich hasse die. Den auch. Souls games aren't just for masochists that would voluntarily throw themselves in front of a balls-kicking machine. Or maybe just proves that somewhere deep inside, we're all balls-kicking machine guy. Now that it's mainstream, I'm pretty sure making fun of these games is considered kink-shaming. Explore the sheer magnitude of the lands between, as the surreal and beautiful nightmare-scapes of the Souls aesthetic are blown up American extra large. Ein Moonvale-Spieler, weiß ich ja nicht. War mein erster Playthrough auch, muss ich sagen. Bis zu den Consecrated Snowfields. Da habe ich auch Moonvale die ganze Zeit gespielt. Und ich, Dulli, hab's die ganze Zeit nicht geupgradet und hab mich gewundert, warum ich keinen Damage mache, obwohl ich übelst hochgelevelt schon war. You'll travel through dramatically different landscapes and like 10 distinct varieties of poison swamp to absolutely get stomped on in each and every one of them. Where despite the fact that you're in a Skyrim-sized world, you'll still do the Dark Souls thing and run past all the dudes to collect graces, just so you can declench your sphincter a little bit. Which is luckily made much easier because they gave you a double jumping horse, only to realize that you've gone too far as you get completely demolished by a single enemy. Then discover. Oh, what the fuck, der hat so wenig HP. Ich meine, er kann Moonvale benutzen, das heißt, er hat auf jeden Fall schon mal eine gewisse Anzahl an Level. Und, also, der ist ja übel underlevelt für das Gebiet. Das ist hier in Caria Manor, glaube ich. Caria Manor, wie ist denn das? Hier in der, ach fuck, wie heißt denn der Ort? Haus Vulkan. Volcano Manor. Da ist der gerade. Und das mit dem mit dem Level. Und vor allem war er hier in der Goldenen Stadt schon. Bei dem Gargoyle. Okay, da hat er ein bisschen mehr HP. Aber trotzdem ist das nicht viel. Krass, da hätte ich aber auch. Da hat er schon Rivers of Blood. Das heißt, er war schon in den Consecrated Snowfields, hat den Invade schon besiegt und ist nochmal hier hin. Hat dann gegen Gargoyle oder das NG+. Dann hat er aber für NG+ extrem wenig Leben. Krass, Alter. Naja, wer weiß, was für ein Playthrough das war. Oder was für eine Art. Bullshit, das war gar nicht Vulcano Manor. Das ist bei dem,
Das war der Boss bei dem Village of the, hier, Albinauric Village ist das. Da ist dieser Boss. Den fand ich easy tatsächlich. Der war übel unnötig. Der war richtig einfach. Discover the true genius of Elden Ring. As you simply pack it up and go somewhere else for a while, Albinauric where Village. the mostly unbarred environment allows you to completely avoid the futility of beating your head against a single boss for hours, which plagued the previous titles. Godric hat mir auch so viele Choice gemacht am as your Anfang. dumbass does that anyway, Margit because ist getting recht. beat down by Margit 20 times has injured your pride. That is, if you can pry yourself away from meandering into every cave to collect all the weapons you don't have the build for. In an open world experience. Double Reduvia, das heißt 100% ist das NG+. Der hat gerade Double Reduvia gehabt. Hier, das muss doch dein NG+ sein. Du kannst doch Reduvia gar nicht zweimal haben sonst, oder? Das geht ja sonst gar nicht. Oder kann man Reduvia nochmal bekommen von irgendwem? Den kriegst du von dem Invade by Patches, vor dem Höhleneingang. Da kriegst du Reduvia her. Und er hat einfach 2. Hä? Aber er hat die Flask auf +3. Das heißt, das kann ja nicht NG+ sein. Das muss ja da. What the fuck? Okay, das wusste ich tatsächlich nicht, dass man Reduvia zweimal haben kann. Vielleicht kann man das. Ja, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Wusste ich bisher nicht. In an open world experience that doesn't gemoddet so much as hold your hand as abandon you during childhood. Miyazaki said he was just going out for cigarettes. That was 45 years ago. Uncover the machinations of the Elden Ring and step into the shoes of the Tarnished. Another dreg of a protagonist that finds themselves in a world where every person, animal, and plant wants to kill them. Tasked to fight a bunch of demigods and reforge the pieces of the Elden MacGuffin. In a narrative unheard of for a Souls game that sort of lets you know what's going on from the get-go, but still somehow manages to be just as vague as you piece together the cryptic dialogue of the numerous weirdos and creeps around you. Der hatte gerade das Set von diesem einen Invade bei den Consecrated Snowfields auch. Das ist ein geiles Set. Das finde ich geil. Den auch, den Helm brauche ich auf jeden Fall noch. Das heißt, ich muss in irgendeinem Playthrough leider unseren Samurai-Freund einmal töten. Weil ich weiß nicht, wie man das sonst bekommt. Ich glaube, man muss eine Quest machen, aber ich glaube, dafür bin ich in dem Playthrough schon zu weit. And try to parse lore with a Similarian level of made-up fantasy names to keep straight. Which is probably what has kept George R.R. Martin from writing more Games of Thrones for all these years, despite the fact that 95% of the player base will ignore it completely. Made their way to the round. Very well. It is safe here. In favor of their personal storyline, Big Sword Kill Guy. But hey, I guess somebody's got to keep the Souls YouTuber economy afloat. Roll around like you're on fire in the frenetic combat of Elden Ring. That wurde revamps the gesammelt systems of the previous titles and adds the unthinkable. A Jump Button. Genau, ich wollte gerade sagen. Das war klar, dass das noch kommt. Jump Button, Alter. Das ist auch ein interessantes Bild. Auf jeden Fall. Zwei Peitschen. Ich habe den Namen von dem Set-Typen vergessen, wo man die Peitsche herbekommt. Also die linke habe ich leider vergessen und das Set. Das ist aber richtig geil, das habe ich auch. Mostly means you'll have a second thing to mash until you rub your fingerprints off other than dodge. Then jump into some of the sweatiest Souls combat you've ever experienced, where new additions like guard counters and awkwardly fighting from horseback add variety to the encounters. Unless you're a magic user, where you'll cheese out everything from a safe distance just like normal, to constantly get instantly bodied so hard you die in real life. In combat that will test all this. Die Samor-Ruinen waren aber auch echt fies, Alter. Die waren so heftig, die Knights of Samor. Die waren so asozial, ey. Skills you built up in countless hours of the previous titles, and inevitably crush your ego on the altar of some horrible construct with way too many limbs, or simply a big dog, until you just bite the bullet and invite strangers to help you take them down, or summon an upgradable spirit jellyfish, because honestly, why not? Die ist some krass. of the most ridiculous fights Jellyfish you've ever seen in a MVP. Souls game. Oh, die waren One of auch so which will fies. prepare you for the game's true battles. The one against the game's bad optimization, and every dickhead who keeps trying to get you to jump off a cliff. You know, nothing quite gets me in the headspace to appreciate this game's painstakingly crafted setting. An jeder Klippe war eine fucking Nachricht. Ja, du musst hier runterspringen, geheim und sowas. Wollten sie dir alle immer verkaufen und dann siehst du überall die roten Flecke. Reading 40 messages that say Fort Night. So put on your oversized hat and get ready to praise the ring for a gaming experience that treats you like you're smarter than you actually are, which despite its highs and lows, deserves genuine respect for sticking to its genuinely unique design that attempts to truly make you feel like you're exploring a forgotten world and not just checking off boxes on a list. Oh, and I'm not just saying that because of the 46. Stockholm Syndrome anymore. Starring, dying, crying,
misjudging the jump and dying Ja, from fall damage, jedes Mal. rolling to your death, missing every swing on your horse, Auch. endless Häufig passiert. cheese, getting Das habe ich nie invaded gemacht. the worst. Ich habe nicht einen Gegner gecheased. Muss ich sagen. Also erster Playthrough. Danach eigentlich auch nicht, aber ich hab nie gecheased, weil ich das irgendwie zu blöd zu bin. Außer unabsichtlicherweise den Fire Giant damals, weil der war bei mir der Bug. Ich habe damals mit Rivers of Blood den gemacht. Im ersten Playthrough. Und dabei war dieser Bug mit dem Bleed-Effekt. Da ist er in die zweite Phase reingekommen, durch einen Bleed-Proc. Und dadurch ist die zweite Phase instant gestorben. Der hat dann irgendwie auf einmal 40.000 Schaden gekriegt. Und dadurch habe ich die zweite Phase sehr lange gar nicht gekannt, weil ich den nie machen konnte. Ich habe den sogar First Try fairerweise. Also Fire Giant habe ich First Try gemacht durch diesen Bug. Sonst hätte ich den 100% nicht geschafft. Aber das war sehr schade damals. War sogar im Stream, glaube ich. Time, griefing in PvP as revenge, insisting you double wield the big weapons despite fat rolling, hitting every wall in case they're an illusion, Ja. respecting over and over, Oh ja, destroying respect all auch schon furniture oft. around you, patches, looking like a child who dressed themselves for peak stats, Die Rüstung muss ich noch farmen. Patches. Guter Mann. looking like a nicht. child who dressed themselves Dieses Rüstungsteil, das muss ich noch farmen. Auf jeden Fall. Das finde ich richtig geil. Ich weiß nicht warum, ich finde das richtig cool. Das muss ich auch noch farmen. for peak stats, debating on killing an NPC for their Ja, swag, true. laughing at Er hat's sogar Rodon's gemacht. ridiculous horse, crying around Rodon's ridiculous horse, getting hugs after trying your best. Das war auch so ein and Meme, being von, maidenless. wie hieß er denn? Fias Questline, wo du dich die ganze Zeit umarmen lassen musstest und alle Leute sind nach jedem Boss hingegangen sind und ich mal einmal ausheulen, ey. Und keiner wusste ewig lange, dass du dadurch einen Debuff bekommst, den du jedes Mal wieder wegmachen musstest mit dem Item, was sie dir gibt. In game and in real life, Elden Finger Ring, but whole. Das ist das größte Meme auch. Es geht noch weiter. Das ist das größte Meme, glaube ich, auch in Elden Ring. Hier auf Deutsch funktioniert es halt leider nicht. Das steht dann immer bei den Nachrichten, kannst du ja so einzelne Wortschnipsel aussuchen. Und da war dann immer Versuche Finger, aber Loch. Und auf Englisch wäre das dann Try Finger but Hole. Isn't the massive dragons or powerful demigods? It's the crabs and lobsters. Seriously, I haven't been this threatened by seafood since I got food poisoning at Red Lobster. Die Lobster. Tell us what you like to hear in my epic voice in the comments below. I saifu with my waifu. There is no such thing as failure. You either succeed or you learn. You heard about Pluto. That's messed up, right? I'm tired of people walking into bars. It puts the lotion on the skin, or it gets the hose again. Das ist eine geile Idee, dass er sagt, ja, schreibt mal Sachen in die Kommentare, die ich mit meiner geilen Stimme vorlesen soll. Das ist witzig. Okay, schön. Also es war ein geiles Video, fand ich cool. Hat mir auf jeden Fall gefallen. Fandom Games. Checkt den Kanal gerne mal aus. Das, ja, war ein cooles Video. Alles zu Elden Ring ist cool.